interessant, weil wenn da zum Beispiel steht, ein Film von J.J. Abrams, sage ich mir, hey, ich mag den eigentlich und ich will sehen, was der macht. Aber ich will das Ende nicht sehen. Ich will das Ende nicht sehen, er auch nicht, deswegen schreibt er keine guten. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 und der Macintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Und ich bin Mike und ich habe einen Zungenbrecher. Du hast die Zunge gebrochen? Ja. Oh, die Geister sind heute gut drauf bei mir. Wie sieht das bei euch aus? Ich muss ja mal gucken. Der Wein ist auf jeden Fall fertig. So ein bisschen. Ja, geil. Wahrsager. Und wenn ihr auch gut drauf seid, lasst ein Like da, Abo und Glocke und so, ne? Genau Und wenn ihr wie die nicht gut Geister, drauf ne? seid, dann guckt einfach die Folge. Danach seid ihr bestimmt richtig gut drauf. Das hoffe ich doch. Ich habe ein wenig extra Glück heute. Also bei mir ist gut, bei mir ist gut drauf. Mine oder was? Oh, das ist Sommer. Es ist Sommer. Tropicana on the all the time now. Nee, das ist nicht Tropicana. Hä, ist das nicht Tropicana? Nee. Wann kommt denn mal Tropicana? Weiß ich nicht. Nächsten Tag oder so dann wahrscheinlich. Ich habe bei mir im Haus läuft immer Tropicana. Stimmt. Jetzt fällt mir auch auf, dass das nicht Tropicana Frutti. So. Achso, dann muss man ja Essen und so alles mitnehmen, ne? Ja, oh, ich habe schon wieder die Taschen voll hier mit allem möglichen Zeug, Alter. Wie mache ich das immer nur? Ja, die Faschen toll. Startest gut in den Sommer, ja? Ey, ich immer. Mit den Taschen voller Sonnenschein. Schnee im Sommer. Warte. So, ich hab ein Thema mitgebracht. Ja, ich habe eigentlich sogar mehrere Themen, aber ich hab ein Thema dabei. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es vor allem in Social Media immer, oder nicht nur im Social Media, sondern so allgemein, ist so ein richtiger, seit Jahren aber schon so ein Rekordhype entstanden. Was meine ich damit? Es geht immer irgendwie darum, irgendwie das Beste oder das Größte gemacht zu haben. So, wenn du zum Beispiel so ein Film, du kannst einen Film nicht mehr präsentieren als, hey, hier kommt ein guter Film, wir haben hier einen guten Film gemacht und schaut euch den mal an, sondern es ist immer gleich hier der beste Film mit seit das und das oder der größte Film seit das und das oder das beste Buch oder der Bestseller seit das und das. Und es wird nur noch in Extremen gesprochen und ich finde das ein bisschen, das nervt mich tatsächlich, weil man kann es doch gar nicht mehr ernst nehmen. Aber schon seit Jahren. Und ich finde das einfach so ein bisschen, ist euch das aufgefallen? Weil mich nervt das. So, welche Medien konsumierst du denn? Es ist doch völlig egal, es geht um alle. Also das ist tatsächlich, ob das nur Bücher sind, ob das Filme sind, ob das Serien sind. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da wird immer irgendwie nur wie nennt man das nochmal? Superlativen. Ich habe ein Wort gelernt. In Superlativen gesprochen. Ja, ich sag mal so, nur ein Sith kennt Extreme, ne? Ja. Können wir natürlich sagen, natürlich die Medienwelt, das ist natürlich hier alles ein schon Imperium. Was ist denn ein Sith? Ein Sith. Mit TH am Ende. Ja, das ist aus Star Wars, so die Bösen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Star Wars, oder? Ja. Das ist das ein Star Wars. Internet? Wow. Haben Sie auch noch dieses Internet? Nein, tut mir leid. Das letzte Internet ist gerade raus. Aber schauen Sie doch morgen wieder vorbei. Da sind doch bestimmt ein paar. Was sagt er doch mal? Von Modems für Sie dabei? Weiß ich nicht mehr. Aus dem Film Vollidiot. Tatsächlich ist zwar mit Olli Pocher in der Hauptrolle, aber guter Film. Der ist gar nicht so schlecht. Der hat einige gute Witze drin. Ich kenne den gar nicht, den Film. Ich kenne den auch nicht. Es gibt tatsächlich ein Buch, das heißt Vollidiot und das ist halt einfach die Verfilmung von dem Buch. Ich habe, glaube ich, davon gehört, aber das Buch ist einfach schon echt gut. Es gibt auch einen Nachfolger. Warte mal, wie heißt der Nachfolger? Habe ich den hier? Vollidiot 2. Kurze andere Anmerkung. Denkt ihr an den Gotteslachs? Nee, Mann. Also ich habe es versucht, aber ich habe nur einen Schwarzbarsch und ich mache halt die ganze Zeit so Hofzeug, so Essen, Trinken. Alter Butch,
dann nimm gefälligst nicht solche Bestellungen ab von diesem Board an. Ja, es Ja, tut mir genau. leid. Oder frag vorher, welche Bestellung du annehmen sollst. Ja, Ja, ich versuche in genau. Zukunft nur noch die besten Bestellungen anzunehmen. Ja, so ist Ja, das halt gut. welche, die man möglichst erfüllen kann auch. So, ich bin übrigens in einer Schädelhöhle, ne? Sehr gut. Das ist ja schön. Herzlichen Dann Glückwunsch. Ich versuch's mal mit einem. Bleib doch da! Ja, schon so. Wie, Brauchen wir wie ist denn Iridium. Ich weiß. Wie ist denn das? Der Gotteslachs war irgendwas von 17 Fluss. bis. Plus Achso, das weiß ich nicht. von 6 bis 19 Uhr. Das Ach so. also erst 6 Uhr morgens. Sie? Ja, dann kann ich da jetzt hin Horseback riden. Horseback Riding. Ja, nee, aber ansonsten zu Social Media und mit den Extremen, ja, natürlich, weil du in diesem Ozean von Content musst du irgendwie herausstechen. Ansonsten geht deine Marke, dein Film, dein alles geht einfach gnadenlos unter. Ja, und genau das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, das ist ein Irrglaube. Tatsächlich. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich sag mal so, wir haben 1300, 1200 Abonnenten. 1200. Ja, Was? fast 1300. Ja gut, das ist, würde sich jetzt auch nicht ändern, wenn wir jetzt irgendwie sonst was dazu schreiben würden. So. Ja, ich Clickbait-mäßig. meinte jetzt aber auch generell so von der Vermarktung her einfach. Ja. Also, weil, stell dir vor, es würde jetzt halt ganz groß Werbekampagne für unseren Kanal irgendwie kommen. Ja, natürlich würden wir Ja. dann auch mehr Abos generieren, weil dann mehr Leute davon erfahren und so weiter. Ich habe einen Natürlich, Gotteslachs. das wäre ja erstmal die Reichweite, weil es würde ja erstmal um Genau. die Reichweite gehen. So. Aber Wo die soll würden der das zum Gotteslachs Beispiel. hin? Am besten in die To-Go-Kiste erstmal. Okay. Einer reicht, oder? Nee, wir brauchen ganz viel. Was? Einer? Nee. Wir brauchen. Ah, nee, ist schon vorbei. Nee, Ah. Bei mir zeigt das nicht mehr an, die Quest. bei mir schon. Wie viele Echt? braucht er denn? Bei mir zeigt er 3 von 5. Oh, okay. Ah, okay, also fehlen noch 2. Wie? 2? Si, muy bien, da kümmere ich mich drum. Entschuldigung, ich wollte euch nicht unterbrechen. Nein, alles gut. Nee, du, alles gut. Geht Weil ja um genau die das Sache. ist ja auch die Sache so, ne? Du musst halt andere unterbrechen, um gehört zu werden dann in dem Sinne. Also ist ja Andere wirklich so. zerbrechen. Also Knack. zerbrechen dann Oh. auch. Aber ja, also ich glaube nicht, dass das ein Irrglaube ist. Ich glaube, die Leute sind halt einfach darauf getrimmt, das dann teilweise zu gucken, was am lautesten ist. Ja, Und weiß ich. wenn das eben DSDS ist, dann gucken die das. Mich zum Beispiel Machen wir interessiert uns nichts das vor. nicht so wirklich, ob das jetzt nur, weil ich merke halt auch immer wieder, dass gerade bei den Blockbustern und so weiter, die werden halt sonst wie angekündigt und dann guckst du die und es ist halt mittelmäßig, wenn es hochkommt. Also so wie Black Mirror ungefähr. Nee. Also Black Mirror ist ja tatsächlich bei dir einfach ein wie nennt man das, Geschmacks. Ja, Ding. ein Geschmacksproblem. So, du kannst ja nicht sagen, also objektiv kannst du ja nicht sagen, dass es schlecht wäre. Na gut, objektiv kannst du aber halt über Geschmack auch nichts aussagen. Doch, So. teilweise schon. Das ist so ein privates Ja. Ding zwischen euch beiden, oder? Mit Black Nee, Mirror. das nicht. Nö. Nee. Ich habe bloß letztens, weil, also mir haben alle, seit Jahren haben mir alle irgendwie Black Mirror empfohlen. Ich weiß nicht mal, was Und das ist. das ist eine Serie auf Netflix. Ist so eine wie nennt man das im Deutschen? Anthology halt. Von Kurzgeschichten, sage ich mal, verfilmt. Und ja, ich habe irgendwie dann reingeguckt, dachte mir nach der ersten Folge, was zum Teufel soll das? Fand's halt mega scheiße. Hab dann gedacht, okay, zweite Folge, komm, hier gibt's der Serie noch eine Chance. Und fand die halt auch ziemlich kacke. Eine Dann habe ich Chance. gesagt, nö, dann gucke ich was anderes. Ja, es ist ja aber auch voll okay. Ich finde nur, du kannst sie halt vom Filmischen und von der Produktionsart kannst du die halt nicht. Da kann man halt so erstmal nicht meckern. Check mal bitte die Quest von dem Gotteslachs. Die heißt Fischen. Habe ich die Also auch? ich habe sie noch bei mir drin stehen. Tatsächlich. Ich Ja, nicht. also ich habe jetzt noch 3 Gotteslachse geholt. Bei mir Der steht auch aktualisiert nichts. das nicht? Bei mir steht auch nichts von Fischen. Wahrscheinlich werden wir gleich wieder rausgeworfen. Vielleicht musst Ja, du oh. auch einfach die Quest selber machen. Ich bin ja dabei. Nee, mir hat er sie vorhin aber auch mit angezeigt. Vielleicht ist es auch, weil du vorhin rausgeflogen bist, Butch. Dass Das es dann kann bei sein. uns nicht mehr angezeigt wird oder Kann, Ja, kann vielleicht. sein.
So, ist das Ich jetzt weiß der letzte natürlich Gotteslachs? Nee, ist schon wieder ein Hecht. Ich kriege jetzt nur noch Hechte hier und jetzt schon 19 Uhr, jetzt sowieso vorbei. Ja, in der Kiste sind ja, ich habe die in die To-Go-Kiste gepackt. Fast Nee, ich muss die hier angeln. Nimm die Lachse einfach in die Hand, vielleicht. Oder muss ich dem die bringen? Tja, du hast Die es musst du angenommen. noch, solltest dich- die musst du noch, nee, obwohl, nee, ich glaube, bei der Quest musst du es nirgendwo hinbringen. Ich glaube, da geht es Ja, wirklich nur nur um fischen. das Fischen, glaube ich. Ja. in Ja. der Hand halten musst du sie. Alle gleichzeitig. Du kannst den Alle Fisch gleich- behalten. Ich zahle 100. Genau. 4 von 5 Gotteslachs gefangen und heute ist der letzte Tag, oder was? Nee, Das ist eine weiß ich nicht. allgemeine. Nee, ist eine allgemeine Quest. Okay. Ok. Ja, keine Ahnung. Aber ja, jedenfalls deswegen dieses alles ist das Beste, alles ist das Krasseste und so. Es sind halt natürlich auch irgendwo ein Stück weit Referenzen, ne? Also ich meine, das ist halt wie so in Trailern von dem Regisseur, der euch den und den Film gebracht hat. Ja, das von finde ich dem aber und dem interessant. Produzenten. Das finde ich wiederum interessant, weil wenn da zum Beispiel steht, ein Film von J.J. Abrams, sage ich mir, hey, ich mag den eigentlich. Und Aber ich will das Ende was nicht der sehen. macht. Ich will das Ende nicht sehen. Er auch nicht. Deswegen schreibt er keine guten. Aber die Plots an sich sind halt immer cool Ja. und vielversprechend. Und allein mit der Idee gehe ich dann immer gern nach Hause. So, das mache Ja. ich dann schon. Von daher geht das so? Oder ist das für mich schon ein ausschlaggebendes Argument? Zum Beispiel, wenn da steht, ein Film mit Christian Bale. So, ich sehe den halt einfach gerne. Oder ein Tom Ja. Cruise-Film, dann weiß ich, okay, der hat sich mal wieder bis zur Obsession in irgendein Ding reingemacht und macht halt irgendwie alle Stunts da irgendwie selber. Und das ist geil und das will ich sehen. So. Oder Tarantino. Oder Tarantino. Na klar. Ja, das ist halt auch, wenn die Leute dann sehen, oh geil, Butch Bob 42, die machen jetzt was mit der Macintosh zusammen. Yo, Alter, da gucke ich rein. Ich Ja. glaube, das So- bewirkt so eher das läuft das. Gegenteil. Der Mike, oh nee, lass mal. Oh, Ja, nee, Mike macht jetzt Nicht auch was sogar- mit Butch Bob? Nee, dann deabonniere ich Mike. Wenn der was mit den Butch Bobs macht, die konnte ich noch nie leiden. Nein, das ist andersrum. Ich Die glaube, das ist arroganten andersrum. Die sagen sich, oh Nee, aber nein, die haben diesen letztens hat doch, Quatschkopf. letztens hat doch Sally zum Beispiel auch gesagt, oh, irgendwie, warte mal, wie hat sie gemeint? Irgendwie, sie hat das und das alles schon durchgeguckt. Na, muss ich jetzt bei Mike erstmal alles durchgucken. Und ich so, alles klar, los geht's, Alter. Geil. Die schreibt auch öfter so irgendwie, ey, ja, neue Video, Stardew Valley schon geguckt, Mike schon geguckt, ich habe gerade nichts mehr zu gucken. Ja, Ah. wirklich, ey. Das ist Sally, so an Grüße mir gehen komplett raus. vorbeigegangen, dass da jemand. Ja, muss dachte man immer- in die Statistiken gucken, ob da jemand schön gebinged hat. Mhm. Das war nämlich die Sally. Dann war das wahrscheinlich Sally. Ja, nee, aber deswegen, ja, dieses, Werbung dafür machen, ist halt die Frage, was ist jetzt die bessere oder schlechtere Werbung? Keine Ahnung. Also ich muss sagen, bei vielen Sachen, wenn jetzt sowas kommt vom Regisseur hier und vom Produzenten da, gebe ich gar nicht so viel drauf. Ja, ich auch nicht. Vielleicht fällt es mir auf, aber auch einfach, weil ich mir so Regisseure, Produzenten kann ich mir auch einfach nicht gut merken. Ich wüsste jetzt zum Beispiel so ein Edgar Wright, der hat halt sowas wie Shaun of the Dead und Scott Pilgrim gemacht. Ja. Da würde ich dann denken, okay, da kann man vielleicht mal reingucken. Mhm. Ja gut, jeder weiß, was das John Williams, so Indiana Jones und so gemacht. Nee, warte mal, John Williams war die Ist Musik. der Komponist. war die Ja, Musik. der macht die Musik. Ja, aber also, siehst du, deswegen, also bei mir ist das Aber so, es wenn ist ja, sowas guck mal, es dasteht. ist ja mit Bands genauso. Wenn zum Beispiel ein Musiker irgendwie dabei ist, ein Musikant, eine Musikantin, ein Musiki, wenn du hörst irgendwie, ey, der hat irgendwie, oder die haben zusammen irgendwie ein Feature oder so, dann höre ich mir das auch eher an, als vielleicht den einen Künstler nur alleine. So. Weißt du? Ja, So, aber es muss doch nicht immer der beste Song oder es muss nicht immer das Beste gleich irgendwie sein, weil damit kann man auch gar nichts anfangen. Das ist ja gar nicht greifbar. Weißt du, das ist ja eine völlig nichtssagende und völlig ein leeres Versprechen, weil ist halt einfach nicht so. Also, Du kannst zum Beispiel Alter. sagen, hey, der teuerste Film oder es war irgendwie die teuerste Serie oder die absolut billigste Serie. Das geht ja auch. Warum nicht? Warum nicht mal in die andere Richtung gehen? Ein paar Negativrekorde machen. Ne, Sharknado. Sharknado, Iron Sky. Iron Sky Oder ist damals, so ein, oder damals bei der Wichser, hier spricht Edgar Wallace sein Nachbar. So. Ja. Also ich finde, wenn Filme so extrem angekündigt werden, so
diese so epische Trailer und so, dann sind das meistens, wenn ich das so sehe, dann denke ich mir, und dann gucke ich mir den erst recht nicht an. Ja, okay, Zack Snyder. Um nochmal da eine ganz bestimmte Richtung zu werfen. Ich hab's, glaube ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber dieses Justice League? Nee, nicht Justice League, da war ich ja schon wirklich desillusioniert zu dem Zeitpunkt. Nee, Man of Steel. Der Trailer zu Man of Steel ist einer der geilsten Filmtrailer aller Zeiten. Wirklich, der ist gut, der ist episch, der macht Spaß, der verspricht wirklich so viel. Und Henry Cavill das erste Mal als Superman zu sehen, allein schon im Trailer, reicht schon. Also ist der wirklich, der Typ ist für diese Rolle geboren, genauso wie er für alle anderen Rollen geboren wurde, die er macht. Nee, der Film ist scheiße. Der Film ist scheiße, Mann. Und es hat mich richtig geärgert. Es hat mich richtig geärgert. Ich war danach richtig enttäuscht. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Du hast so viel Versprechendes dabei und du hast endlich mal einen Superman-Schauspieler, der auch im Real Life wie Superman einfach aussieht. Weil du denkst, er ist halt ein Wahnsinnstyp. Super Schauspieler, bester Geralt von Riva überhaupt und auch ein sehr guter Sherlock Holmes und was weiß ich noch alles. Und dann, ist dieser Film einfach so derbe Schmutz und alles andere, was Zack Snyder im DC-Universum gemacht hat, auch. Obwohl, ich habe den 4-Stunden-Film noch nicht geguckt. Den hebe ich mir noch auf, aber das gucke ich mir auch noch an. Um mich danach noch mehr zu ärgern. Um dann richtig abzukotzen. Ja. Ja, nee, aber das, was du auch meintest, Mike, wenn die so ganz groß angekündigt werden, kann ich auch gar nicht so haben. Tatsächlich, wir waren ja vorhin im Kino und da kam auch der Trailer für den zweiten Avatar-Film. Ja, das war bestimmt ich finde diesen Trailer so kacke, weil er einfach nur die ganze Zeit schreit, hier, guckt hin, es werden epische Szenen sein und es vermittelt kaum Inhalt, dieser Trailer. Wo ich mir denke, wenn ich einen Trailer sehe, will ich halt wissen, worauf ich mich bei einem Film einlasse. Und nicht, das ist interessant. Weil bei mir ist es einfach nur anders. Und nicht, dass die einfach nur flexen mit, wir haben hier die geilste Kameratechnik. Weil ich will eigentlich selbst die geilste Kameratechnik bringt dir nichts, wenn halt die Story scheiße ist oder Story is King. Alles andere scheiße. Story is King. Es haben zum Beispiel deutsche Filme haben das Talent, in dem Trailer die komplette Story von A bis Z und mit allen Plot-Twists irgendwie schon zu verbraten. Ja, und vor allem die besten Szenen. Wenn du dann den Film guckst, hast du das Gefühl, du hast den schon gesehen. Genau, weil du ihn schon gesehen hast. Du hast ihn ja tatsächlich schon gesehen. Und das finde ich so krass, das ist fast schon Talent, dem wirklich den kompletten Film innerhalb von 2 Minuten zu verraten. So. Ja. Und ich bin eher ein Fan davon, wenn Trailer spannend ist und dich einfach völlig im Dunkeln lässt. Und du einfach gar nicht weißt, was da kommt. Weil dann kann ich auch voreingenommen in den Film reingehen, tatsächlich. Deswegen weiche ich zum Beispiel Filmen oder Trailern zu Filmen, auf die ich mich freue, weiche ich dann tatsächlich aus. Wie zum Beispiel, ob das so fantastische Tierwesen ist oder sonst was. So, da versuche ich wirklich auch im Kino den Trailern irgendwie auszuweichen. Wo ich dann wirklich mit Ohren zu und Augen zu da sitze. Ich will das nicht sehen. Also es geht dann wirklich so extrem bei mir. Da bin ich halt das totale Gegenteil. Ich gucke mir fast jeden Trailer an. Jeden, der irgendwie auch nur kommt. Das Einzige so bei Filmen, wo ich dann im Trailer schon merke, Alter, das wird definitiv nicht geguckt von mir, da schalte ich weg. Aber ansonsten gucke ich mir schon echt alle Trailer an, sitze dann auch schon, also mit dem Handy dann auch quasi da und gucke, okay, wann kommt der raus? So, ne? Und speichere mir das, und wir speichern uns das direkt in unseren Kalender ein. Weil wir halt, geil. Ne, und so. Also, wie ist das? Wie ist das mit Zombie-Filmen? Steht ihr auf Zombie-Filme? Ja, auf schon. Gute Zombie-Filme. Ja, genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Also, ich stehe nur auf einen bestimmten Typ von Zombie. Und Rennen oder Schleichen? Eher Schleichen. Okay, also schon mal nicht 28 Days Later. 28 Days Later habe ich tatsächlich gesehen, also bei Rennen, also ich meine, ich habe jetzt auch auf Netflix gibt es auch eine Serie zu Resident Evil. Ja. Da habe ich mal reingeguckt.
Und da gibt es ja auch rennende Zombies. Aber da ist es ein bisschen was anderes, weil es um einen Virus geht, der den Körper verändert. Genau, da mutiert der ganze Quatsch ja und aber so. Aber wenn alles, Zombies jetzt anfangen, plötzlich Werkzeuge zu benutzen und eine eigene Sprache zu entwickeln, dann nehme ich das nicht mehr ernst. So, also in erster Linie Resident Evil, die Spiele für die PlayStation waren die erste Verbindung für mich mit Zombies. Und so müssen Zombies dann für mich sein. So vielleicht ein Bein hinter sich herziehen, da irgendwie gröhlend durch die Gegend laufen irgendwie und so Brain AFK. Ja, auf jeden Fall. So, wenn die, wie gesagt, wie war das? Z-Nation? Nein, Z-Nation ist eine Serie. World War Z. World War Z ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich schon beinahe sage, Habe ich das Buch hier, das muss ich noch lesen. Ich habe den Film noch nicht geguckt, ich werde erst das Buch lesen und dann den Film gucken. Ich habe den Film damals gesehen und fand ihn nicht ganz so geil. Ja, ich habe ihn auch gesehen, ich fand ihn jetzt auch nicht ganz so geil, aber jetzt davon abraten würde ich jetzt auch nicht unbedingt, das ist ja Geschmackssache. Ja, also ich glaube, es war ein Fehler, dass ich ihn im Kino geguckt habe und dafür so Geld ausgegeben habe. Ich glaube, so für aber mal so einen Fernsehabend, für mal so illegal wenn nichts anderes kommt. Für mal so illegal runterladen. Für mal so, genau. Ich mag tatsächlich Zombie-Filme, eigentlich nur eine Art von Zombie-Film und das ist, wenn sowas ist, wenn sowas ist wie Shaun of the Dead. Ach so, ja, gut. Also das ist mein sowas Zombie-Film. wie hier Scouts vs. Zombies, sowas, oder... Habe ich noch gar nicht, glaube ich, habe ich gar nicht geguckt. Nicht? Oh, großartig. Guck dir den unbedingt an. Der ist Also es muss halt echt lustig sein. Ja, ey, auf jeden Weil Fall. Ich kann ernste Zombie-Filme kann ich nicht ernst nehmen. Oh, das ist halt ich finde das zu Quatsch, Alter. Schade was soll denn das? eigentlich. Weil zum Beispiel, ich bin auch ein ganz großer Fan von der Serie The Walking Dead. Oh, ich gar nicht. Weil das eben Ich genau habe nicht eine Folge geguckt. weil das genau die Zombies sind, auf die ich stehe. Ja. Ah, okay. Ja gut, die Zombies sind gut. Das ist genau der, jetzt war ich da beim Strand, jetzt kann ich auch die Reusen mal leer machen. Das ist halt genau der, obwohl ich habe keine Köder. Das ist halt genau der Punkt. Es gibt wenig Serien, die Zombies beinhalten, die ich ernst nehmen kann. Und da ist The Walking Dead und Fear the Walking Dead, weil es ja dasselbe Universum ist. Ja. Und jetzt diese neue Serie Beyond, glaube ich, heißt die. Habe ich noch gar nicht wirklich, da habe ich, glaube ich, nur die ersten 2 Folgen oder nur die erste gesehen. Das sind für mich die Serien, die klar gehen. Z-Nation ist für mich schon wieder zu schrottig. Ja. Sagt mir gar nichts. Ich mag nur das Casting für Walking Dead. Weil es gibt auf YouTube kannst du so gucken, wie halt die Zombies gecastet werden. Und dann sind da einfach so Leute so ganz normal gekleidet und rennen da einfach. Dann sitzt da eine Jury und dann sind da einfach so mehrere Dutzend Leute, die einfach durch den Raum rennen. Das ist komplett meins. Okay, ich verstehe. Humor und so. Kommt in die Infocard. Hoffe ich. Ja, was da auch reinkommt, ist der Trailer zu Scouts vs. Zombies. Alles klar. Dass du den nicht geguckt hast, da bin ich tatsächlich ein bisschen erstaunt. Ich glaube, ich wüsste es jetzt nicht. Kann auch sein, dass ich mich einfach nicht mehr daran erinnern kann, weil... Nee, daran würdest du dich erinnern. Der ist also so genau in dem Format wie Shaun of the Dead auch. Shaun of the Dead ist doch so ein Blödsinn, da habe ich so gelacht. Habt ihr eigentlich mal der ist großartig. Mystery Science Theater 3000 keine privaten gesehen? Gespräche auf der Arbeit. Sean, deine Freundin ist am Telefon. Hallo. Habt ihr schon Mystery Science Theater 3000 gesehen? Nein. Was habe ich gesehen? MST3K. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal empfohlen. Und zwar ist das, ich bin mir nicht sicher, das ist wirklich der größte Schrott, den ich je gesehen habe, aber so witzig. Ja klar, da habe ich schon mal vorgesprochen. Da habe ich irgendwann so ein Lied angestimmt, so ich hack ein Loch mit meiner Hake. Ich weiß, das ist nicht klug. Genau, und das ist eine abgeänderte Version eines Lieds aus dem Film Mystery Science Theater 3000 mit deutschen Synchronsprechern wie heißt er, Kalkofe? Okay, sehr gut. Und diese Art Humor ist es auch. Da sind einfach perfekt. So, dass ein Mensch, also ein Minderbemittelter heißt es, glaube ich sogar, also ein bisschen doof, wird mit 3 Robotern oder 4, ich weiß nicht mehr so genau, ins Weltall geschossen und so ein Professor will die Menschheit verblöden und zeigt ihnen halt die beschissensten Filme, die es jemals gab.
Und die fliegen halt mit so einem Raumschiff um die Erde und das Raumschiff sieht aus wie ein Hundeknochen. Und dann kommt immer Filmalarm und dann müssen sie ins Kino rennen und sich so einen Film angucken. Und dann siehst du halt den Film und unten so die Sitzreihe schwarz eingeblendet mit den Schatten der Figuren. Und die kommentieren das dann so was sie sehen. Und da kommt halt auch nur Quatsch bei rum. Also gibt's so eine Szene, da fliegt so ein Raumschiff, das leuchtet immer so grün, es flackert immer so. Und eine Stimme sagt so, an, aus, an, aus, an, aus. Und die zweite Stimme sagt, nam, 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 ich habe plötzlich so einen Mintgeschmack im Mund. Geil, das klingt wirklich nach meinem Humor. Ich wollte Ihnen sagen, das klingt voll nach deinem Ding, Butch. Ja, also Kurzform ist MST3K. Okay. Ja, schick das mal Butch am besten noch, dass er es dann in die Infocard packen kann. Na, ich hab's ja jetzt gehört, also ich mache ja das Video sowieso nochmal. Ich reite jetzt schon die ganze Zeit völlig ziellos durch die Gegend. Ich bin Brain AFK irgendwie. Okay, Gas berühmtes Omelett. 13 Tage für 2 Dutzend Eier. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Das sollte oder drin sein. 100 Pepperoni. Nee, dann das Omelett. Alles klar. Warum wächst denn hier ein Baum genau zwischen dem Teich? Der muss jetzt weg. Du musst weg! Böser Baum. An irgendwas habe ich eben noch gedacht, thementechnisch. Oh, Tintenkind. Nee, ich will nicht schon wieder Tintenkind. Hatte das mit Zombies zu tun? Nee. Irgendwas, Dann will ich's nicht. als du eben diesen albernen Film quasi. Mystery Science Theater 3000 mit Kalkofe. Genau, ja, warte, mit den Synchronsprechern, irgendwie die Synchronsprecher haben mich auf irgendwas gebracht. Eine Dino-Ebene. Hör auf vom Thema. Nein, nicht vom Thema ablenken. Denk nach. Alter, ich überlege gerade mega viel Wein fertig hier. Es ging um Synchronsprecher, deutsche Synchronsprecher. Vielleicht synchron schwimmen? Klingt so ähnlich. Nee. Shit, was wollte ich erzählen? Ey, ich weiß es nicht mehr. Egal. Wollt ihr sonst was über Autos hören? Ja, okay. Autos, mein absolutes Lieblingsthema. Machst du jetzt hier BMW-Werbung oder so? Nee. Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Ich wollte mal bloß so fragen, wie steht ihr so zu Automenschen? Seid ihr Automenschen? Nein, Mann. Also ich habe tatsächlich nicht mal mehr eins. Ich hatte mal eins. Wir haben alle drei kein Auto mehr. Wir haben alle kein Auto. Ich hatte mal einen Mitsubishi Charisma. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist auf jeden Fall, ich fand es hübsch und es ließ sich gut fahren. Das musste ich dann aber irgendwann abgeben, weil nix Geld mehr für Autowagen. Und mein Auto fehlt mir bis heute. Aber wenn du mir sagst, oh, mein Auto hat so viel PS, mein Auto hat dies, mein Auto hat das, dann kann ich da nicht folgen. Das Auto, das ich hatte, mochte ich wegen des Fahrgefühls, das ich damit erlebt habe, fertig. Und es war ein Schaltwagen. Ich liebe Schaltwagen. Sowieso. Okay. Eine Automatik sagt mir einfach nicht zu. Ich denke mir, warum habe ich mich durch die Fahrschule gequält und dieses Schalten gelernt? Die Verbindung ist weg. Oh, der Macintosh ist gegangen. Ja. Nein, die Verbindung ist weg. Stimmt, fahren kann er ja nicht. Ja, Was ist denn hier? Angriff +2. Nee, also aber für genau mich hat auf ein sowas. Auto 4 Räder und ein Lenkrad, fertig. Genau, also genau auf sowas wollte ich halt hinaus, dass eben so. Also ich verstehe halt, ich sag mal, Automenschen nicht. Also ich setze das mal jetzt so gleich so mit Hundemenschen, Katzenmenschen, so, Ja. ne? Ich bin ein Dass sie dann Katzenmensch. so, ich auch. Naja. Nee, aber dass sie so ihr Auto so abgöttisch lieben und irgendwie dann mit ihren PS da angeben und was weiß ich nicht und so. Ja, und ja. ich habe dafür, ich habe dafür halt so gar kein Verständnis oder ich verstehe nicht, also. Ja, nee, Weiß ich nicht. geht mir auch so. Ich habe zum Beispiel damals in der Schule auf dem Gimmi habe ich auch so schon Leute gehabt, die halt sich total mit Autos und Motorsport im Allgemeinen irgendwie so mal auseinandergesetzt haben und ich dachte mir immer so, boah, ja, aber es ist doch einfach nur ein Auto. Ja, so, genau. Das muss fahren können und der Rest ist eigentlich relativ egal. Ich meine, klar soll jeder irgendwie sein Hobby haben, das ist ja auch okay, aber ich kann damit halt nichts anfangen. Und meistens ist aber auch, also ich lasse ja den Leuten ihr Hobby,
Ich finde das doch immer krass, wenn die Leute dann selber kein Verständnis dafür haben, wie man eben nicht auf Autos stehen kann. Ja, genau. Ja, stimmt schon. So, das ist immer so ein bisschen cringy dann. Es sind halt Autos, so das Ding muss irgendwie fahren. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, bei dem kann ich verstehen, dass der ganz persönlich sein Auto so liebt. So, ich habe ja mein Auto früher auch geliebt, tatsächlich so, weil, scheiße, nee, ich muss bei Mike ins Bett. Oh ja, komm, Schnucki, ist schön warm. Warum ist dein Bett so weit weg? Ich muss gar nicht ins Bett. Ich bin immer noch in der Scheißhöhle hier. Okay. Was wollte ich sagen? Genau, der hat zum Beispiel richtig Glück gehabt mit seinem Auto. Der hat das gekauft beim Autohändler. War schon gebraucht. Aber der Typ, der das Auto vorher hatte halt wirklich alles an Sonderausstattung irgendwie da drin. Also, was du nur drin haben kannst, war drin in dem Auto. So total aufgemotzt. Und das hat er aber für viel zu wenig Geld an Autohändler verkauft. Somit mein Kumpel das dann aber auch eben relativ günstig, also was heißt relativ, extrem günstig ersteigern konnte da. Da hat er Glück gehabt, dass der Händler nicht einfach sich gesagt hat, da schlage ich jetzt richtig drauf. Nee, das war tatsächlich auch der Händler, der kannte meinen Kumpel auch und hat ihm gesagt, Alter, ich habe hier ein Auto, hol dir das. Weil Geiler so und Scheiß. so. Der Scheiß ist geil. Ja, und ja, der liebt das. Also ich habe auch nie einen gesehen, der wirklich so krass bei jedes Mal, bevor er ins Auto steigt, das erstmal so sauber macht von Schnee und alles und wirklich, also extrem. Der braucht eine halbe Stunde, um das irgendwie. Ja, wenn man sonst keine Hobbys hat. Hat er schon. Der hat sogar sehr gute Hobbys, aber das ist ihm halt auch wichtig, ne? Ja, ich verstehe das. Ich wollte nur einen Witz machen. Achso. Wer sein Auto liebt, der schiebt. Oder er hat erst gar keins. Und während wir so in den Schlaf huschen, kann man aus der Ferne einen Zombie hören. Ja. Dann, achso, ja, stimmt, die Folge ist schon wieder rum. Ja, mir fällt auch keine gute Abmoderation jetzt ein, weil Autos halt. Wenn ihr Autos mögt, schreibt es halt in die Kommentare. Und wenn ihr Zombies Zombies nicht mögt, auch. schreibt es in die Kommentare. Schreibt mal euren Lieblings-Zombie-Film rein. Das Lieblings-Zombie, Lieblingsauto, ja. Lieblings. Sowas rein und wenn ihr dann noch Zeit habt, was ihr haben werdet, dann mal bei der Macintosh vorbeischauen. Jeden Tag eine Folge Stardew Valley. Ja, bitte. Und wir sehen uns einfach nächsten Freitag dann hier wieder. Auf jeden Fall. Auf jeden. Bis dahin. Alles klar. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss.